wir als CMO als Bestandshalter haben natürlich die Perspektive unserer Immobilien im Fokus und fragen uns, wie entwickeln sich Immobilien in der Zukunft, wie können wir nachhaltig unsere Gebäude modern halten. Wir haben ja aktuell rund 1,3 Millionen Quadratmeter Bestandsimmobilien und da fragen wir uns natürlich, wie können wir unsere Nutzer langfristig in unseren Gebäuden halten und unsere Gebäude attraktiv halten. Es gibt wahrscheinlich da mehrere Geburtsstunden. Ja. 2007 gab es den ersten Architekturwettbewerb für dieses Produkt und 2015 haben wir das nochmal komplett neu entwickelt. Also ich vom weißen Blatt Papier angefangen, meine Architektur beginnt und 2016 haben wir die Idee der Digitalisierung des Smart Commercial Buildings erstmals angegangen und dann Hauptzeit war, der Entwicklungszeit war im Jahr 2017, 2018. Ich glaube, das Besondere bei der CR Immo war, eine neue Vision zu entwickeln, die bis dato so auf dem Immobilienmarkt nicht da war. Also Sie kennen ja Uber und Airbnb, das sind große Unternehmen, die haben nichts, aber die haben viele Daten und das ist, glaube ich, eine neue Philosophie im Bereich der Immobilienbranche. Also nicht nur über Kaltmiete oder Warmmiete nachzudenken, sondern ein neues Portfolio darzustellen, das aber sehr, sehr stark in den Nutzerfokus steht. Das heißt, wie kann ich den Nutzer erfolgreicher machen in seinen Prozessen und wie mache ich mich attraktiv mit einer Immobilie, die eben einen Mehrwert hat. Ja, und wir haben viele Immobilien am Markt natürlich und es wird sich natürlich auch diese neue Idee, dieses Smart Commercial Building am Markt irgendwie neu positionieren und darstellen, weil es einfach einen Mehrwert gibt für die Nutzer des Hauses und das steht im Vordergrund. Und das waren die besonderen Anforderungen.